Lukas, ich war letzte Woche bei meiner Familie und ich habe etwas gemerkt. Was hast du gemerkt, Anna? Meine Familie ist nicht perfekt. Wir haben Probleme, wir streiten manchmal, aber wir lieben uns trotzdem. Das klingt nach einer normalen Familie. Keine Familie ist perfekt. Aber was macht eine starke Familie aus? Wie baut man eine starke Familie auf? Das sind sehr gute Fragen, Anna. Und genau darüber sprechen wir heute in Learn German Podcast. Wirklich? Das ist unser Thema? Ja, heute sprechen wir über starke Familien. Was macht eine Familie stark? Wie baut man Vertrauen und Zusammenhalt auf? Das ist genau das, was ich brauche. Ich will verstehen, wie meine Familie stärker werden kann. Du hörst Learn German Podcast. Deutsch lernen für Level B1. Und heute starke Familien oder wie wir zusammenhalten, auch wenn es schwierig wird. Los geht's. Also Lukas, fangen wir ganz vorne an. Was ist eine starke Familie überhaupt? Eine starke Familie ist nicht perfekt. Eine starke Familie ist eine Familie, die zusammensteht, in guten und in schlechten Zeiten. Also geht es nicht um Perfektion. Nein, es geht um Zusammenhalt, es geht um Vertrauen, es geht um Liebe. Was macht eine Familie stark? 5 Dinge sind besonders wichtig: Kommunikation, Zeit, Respekt, Vertrauen und Unterstützung. Kommunikation, Zeit, Respekt, Vertrauen, Unterstützung. Das sind 5 Punkte. Genau, und heute sprechen wir über alle 5. Ich bin bereit. Los geht's. Fangen wir mit dem ersten Punkt an: Kommunikation. Warum ist Kommunikation wichtig? Kommunikation ist das Fundament einer starken Familie. Ohne Kommunikation gibt es Missverständnisse. In meiner Familie reden wir oft nicht genug. Wir sitzen am Tisch und jeder schaut auf sein Handy. Das ist ein häufiges Problem, Anna. Viele Familien haben heute Probleme mit der Kommunikation. Was können wir besser machen? Sprecht miteinander. Fragt, wie war dein Tag? Hört zu. Zeigt Interesse. Das machen wir nicht oft. Und eine wichtige Regel: keine Handys beim Essen. Keine Handys? Das ist schwer. Ich weiß, aber es hilft. Wenn ihr esst, schaut euch an, redet miteinander. Und wenn wir uns streiten? Streit ist normal, aber streitet fair. Keine Beleidigungen, keine lauten Stimmen. Hört einander zu. Also nicht schreien, sondern reden. Genau, das ist der erste Schritt zu einer starken Familie. Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt: Zeit. Zeit? Was bedeutet das? Zeit bedeutet, verbringt Zeit miteinander. Gemeinsame Aktivitäten stärken die Familie. Wir machen selten etwas zusammen. Jeder macht sein eigenes Ding. Das ist schade, Anna. Gemeinsame Zeit ist wertvoll. Was können wir zusammen machen? Gemeinsam essen, spazieren gehen, Spiele spielen, einen Film schauen, kochen. Das klingt einfach. Es ist einfach, aber es braucht Planung. Es passiert nicht von alleine. Wie viel Zeit sollten Familien zusammen verbringen? Es gibt keine genaue Zahl. Wichtig ist die Qualität, nicht die Quantität. Qualität statt Quantität? Ja, 1 Stunde echte Aufmerksamkeit ist besser als 4 Stunden, in denen jeder auf sein Handy schaut. Also lieber kurz und intensiv als lang und langweilig. Genau, Anna, du hast es verstanden. Der dritte Punkt: Respekt. Respekt in der Familie? Ja, Respekt bedeutet, akzeptiere andere Meinungen, auch wenn du anderer Meinung bist. Das ist schwer in meiner Familie. Wir streiten oft über Politik. Verschiedene Meinungen sind normal, aber ihr müsst respektvoll bleiben. Wie bleibe ich respektvoll? Sag nicht, du hast keine Ahnung. Sag, ich sehe das anders. Sag nicht, das ist dumm. Sag, das verstehe ich nicht. Ich sehe das anders. Das klingt besser. Genau. Respekt bedeutet auch, höre zu, auch wenn du nicht einverstanden bist. Das ist schwer, aber wichtig. Und Respekt bedeutet, behandle deine Familienmitglieder wie Freunde, nicht wie Feinde. Wie Freunde? Ja,
Würdest du deinem Freund sagen, du bist so doof? Nein, sag es auch deiner Familie nicht. Das mache ich manchmal. Ich bin unfreundlich zu meiner Schwester. Versuche freundlicher zu sein. Ein freundliches Wort öffnet Türen. Der 4. Punkt: Vertrauen. Vertrauen? Was bedeutet das? Vertrauen bedeutet, du kannst dich auf deine Familie verlassen. Du weißt, sie sind für dich da. Bei uns ist das so. Ich weiß, dass meine Familie für mich da ist. Das ist gut, Anna. Das ist das Fundament einer starken Familie. Wie baut man Vertrauen auf? Indem man ehrlich ist, indem man Versprechen hält, indem man füreinander da ist. Also kleine Taten, die großes Vertrauen schaffen. Genau. Und Vertrauen braucht Zeit. Es wächst langsam. Und wenn jemand das Vertrauen bricht? Dann muss man darüber sprechen, Entschuldigungen annehmen, verzeihen lernen. Verzeihen ist schwer. Ja, aber es ist notwendig. Ohne Verzeihen gibt es kein Vertrauen. Der 5. Punkt: Unterstützung. Unterstützung? Unterstützung bedeutet, du hilfst deinen Familienmitgliedern. In guten und in schlechten Zeiten. Meine Familie hat mich immer unterstützt, auch in schwierigen Zeiten. Das ist wunderschön, Anna. Das ist eine starke Familie. Wie zeigt man Unterstützung? Du hörst zu. Du hilfst praktisch. Du sagst, ich bin für dich da. Das ist einfach, aber wirkungsvoll. Ja, Unterstützung ist nicht immer groß. Manchmal ist es ein kleiner Anruf, manchmal eine Umarmung. Das mache ich oft. Ich umarme meine Mutter, wenn sie traurig ist. Das ist genau richtig, Anna. Kleine Gesten zählen. Ich erzähle dir jetzt eine Geschichte, Anna, von einer starken Familie. Erzähl mir. Es gibt eine Familie, die Familie Müller. Sie haben 3 Kinder. Und was macht sie stark? Sie haben jede Woche einen Familienabend. Jeden Freitag. Keine Ausnahmen. Jeden Freitag, das ist viel. Ja, sie spielen Spiele, reden, essen zusammen. Es ist ihr Ritual. Und das hilft? Ja, die Kinder sagen, Freitag ist der beste Tag der Woche. Sie fühlen sich verbunden. Vielleicht sollten wir auch ein Familienritual einführen. Das ist eine großartige Idee, Anna. Rituale stärken die Familie. Was für Rituale gibt es noch? Gemeinsames Frühstück am Sonntag, Spaziergänge am Nachmittag, Vorlesen am Abend. Das klingt schön. Ich schlage meiner Familie das vor. Das solltest du tun, Anna. Ich gebe dir noch ein paar Tipps. Tipp Nummer 1. Hört einander zu. Zuhören? Ja, wirklich zuhören. Nicht nur warten, bis du selbst sprechen kannst. Das mache ich oft. Ich höre nicht richtig zu. Versuche aktiv zuzuhören. Zeige, dass du interessiert bist. Nicke. Frage nach. Das probiere ich aus. Tipp Nummer 2. Verbringt Zeit ohne Technologie. Ohne Technologie? Ja, keine Handys, kein Fernseher, keine Tablets. Nur ihr. Das ist schwer. Aber vielleicht ist es gut. Es ist sehr gut. Ihr schaut euch an. Ihr redet. Ihr lacht. Das vermisse ich. Das Lachen. Dann bring es zurück in deine Familie. Tipp Nummer 3. Feiert Erfolge zusammen. Erfolge feiern? Wenn jemand etwas geschafft hat, feiert es gemeinsam. Eine gute Note, einen neuen Job, ein gelungenes Projekt. Das machen wir manchmal, aber nicht immer. Tipp Nummer 4. Helft einander. Helfen? Kleine Hilfe im Alltag. Den Tisch decken, einkaufen gehen, das Geschirr abräumen. Das ist normal bei uns. Das ist gut, Anna. Denn kleine Hilfen zeigen, wir sind ein Team. Ein Team. Das ist eine schöne Vorstellung. Tipp Nummer 5. Sagt, ich liebe dich und danke. Das sagen wir selten. Sag es öfter. Ich liebe dich. Danke für alles. Kleine Worte, große Wirkung. Das werde ich mehr sagen. Lukas, ich habe eine Frage. Natürlich. Was möchtest du wissen?
Was ist, wenn die Familie nicht perfekt ist, wenn es Probleme gibt? Keine Familie ist perfekt, Anna. Alle Familien haben Probleme. Und was macht man dann? Man redet darüber, man sucht Lösungen. Manchmal braucht man Hilfe von außen. Hilfe von außen? Ja, ein Therapeut, ein Berater, ein guter Freund. Manchmal sieht man von außen klarer. Das ist eine gute Idee. Vielleicht sollte meine Familie mal mit jemandem sprechen. Das könnte helfen, Anna. Es ist keine Schande, Hilfe zu suchen. Ich werde mit meiner Familie darüber sprechen. Das ist eine gute Entscheidung, Anna. Also, Lukas, fassen wir zusammen, was wir heute gelernt haben. Punkt 1. Kommunikation ist das Fundament einer starken Familie. Redet miteinander, hört zu. Punkt 2. Verbringt Zeit miteinander. Gemeinsame Aktivitäten stärken die Familie. Punkt 3. Respekt ist wichtig. Akzeptiert verschiedene Meinungen. Seid freundlich. Punkt 4. Vertrauen aufbauen durch Ehrlichkeit und Verlässlichkeit. Punkt 5. Unterstützt einander. In guten und in schlechten Zeiten. Punkt 6. Rituale stärken die Familie. Ein wöchentlicher Familienabend, gemeinsame Mahlzeiten. Punkt 7 sagt, ich liebe dich und danke. Kleine Worte mit großer Wirkung. Und jetzt kommt die Aufgabe für euch, liebe Zuhörer. Ja, eure Aufgabe für diese Woche: führt einen Familienabend ein. Ein Abend ohne Handys. Ein Abend mit Spielen, Reden, Lachen. Schreibt in die Kommentare, wie es war. Und jetzt kommt der Challenge für diese Woche. Ein Challenge? Ich bin bereit. Sagt jeden Tag einem Familienmitglied, ich liebe dich oder Danke. Das ist eine wunderschöne Aufgabe. Und vergesst nicht, eine starke Familie ist nicht perfekt. Sie ist liebevoll, respektvoll und zusammenhaltend. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Lernende. Wir hoffen, diese Folge hat euch inspiriert. Und jetzt rufe ich meine Familie an. Ich schlage einen Familienabend vor. Das ist eine großartige Idee, Anna. Viel Erfolg. Danke, Lukas. Tschüss zusammen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss und denkt dran, Familie ist, wo Liebe ist. Und jetzt ab zum Telefon. Tschüss.